Also in Fum Asaka tut sich wirklich nicht viel. Es sind lauter Bauruinen und ich glaube 2 Häuser oder so sind bewohnt. Wir sind jetzt am Fort Boucherif, das ist diese Burg da oben. Und das Camping ist ganz in der Nähe. Und da werden wir jetzt dann hinfahren. Also am Campingplatz Boucherif sind 3 andere Leute. Ja, es ist ein bisschen teurer als normalerweise. Und für das gefällt es uns aber eigentlich gar nicht so gut. Also uns wurde das ein paar Mal empfohlen. Es ist sicher auch nett, wenn mehrere Leute da sind. Aber so wirkt es ein bisschen, der Platz wirkt ein bisschen ausgestorben. Ab 23 Uhr ist der Strom hier aus. Das heißt, wir können unsere Batterie nicht über Nacht laden. Ja. Deswegen werden wir jetzt wieder fahren. Schade irgendwie, es wurde so groß gelobt, aber eins muss man noch zeigen, bevor wir fahren. Und zwar liegt da ausgestellt das Skelett von einem, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ein Wal, aber riesig. Richtig beeindruckend. Also ich habe irgendwann mal was von einem Walskelett auf einem Campingplatz gelesen, das muss hier sein. Schaut ziemlich cool aus. Unser Pfeil bewegt sich jetzt immer näher auf die Straße zu und wir wissen, es ist eine Teerstraße. Wir sind jetzt fast 170 Kilometer, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, nur Offroad gefahren. Und da freut man sich schon auf so eine richtig schöne, ruhige Teerstraße. Guten Abend. Wir sind jetzt am Campingplatz. Ja, der ist eigentlich ganz schön. Es ist wieder mal ruhig, weil wir nicht am Meer sind. Ja, man hört ein paar Grillen. Wir haben uns irgendwie Abendessen organisiert und das war Dromedarfleisch und das wollten wir sowieso mal essen und das war wirklich gut. Also so ähnlich wie Rind, nur ein bisschen anders. Gute Nacht. Wunderbar. Guten Morgen. Heute in der Nacht hat es Tiefstemperatur 15 Grad gehabt. Wir haben das erste Mal seit langem wieder ohne Heizung geschlafen. Der Campingplatz hier ist im Landesinneren, deswegen ist es wirklich still und man hört nur ganz viele Vögel zwitschern. Ich bin heute in der Nacht einmal kurz aufgewacht und es war so leise und ich dachte wirklich ganz kurz, dass ich bei mir zu Hause bin. Weil das Bett war angenehm, meine Temperatur war angenehm und es war so schön still. Und neben uns am Campingplatz direkt ist so ein Flussbett und da grasen, glaube ich, Ziegen. Da steht der Defender. Und da grasen sie. Wir waren gerade beim Marschauen einkaufen und jetzt sind wir rausgekommen und am Parkplatz steht wieder ein cooles Reisemobil, also ein Reisetruck. Ich finde es auch voll schön, wenn so rundherum die Fenster offen sind und richtig viel Licht drinnen hat. Und es ist sogar noch ein zweiter dazugekommen, also es gibt echt viele hier in Marokko, das ist so cool. Sie hat gerade gefragt, ob es Pfand auf die Plastikflaschen gab und sie hat gemeint, nein, das muss man in den Mist schmeißen und jetzt wollte ich es gerade in den Mist schmeißen und er hat gemeint, nein, er hat sie gerne. Noch einer! Ich glaube, hier ist ein Treffpunkt. So, wir sind jetzt wieder von der Hauptstraße abgebogen. Heute sind wir dann gar nicht so viel gefahren, nur 250 Kilometer. Jetzt werden wir uns
ein schönes Plätzchen in der Sonne bei Palmen suchen. Das ist echt schön. Heute wird es ein Lagerfeuer geben. Ja, Lagerfeuer. Ja, voll Dromedarspuren. Mensch und Dromedar. Wir sitzen jetzt in der Sonne, wir haben Kuchen und Ananas. Palmen. Es hat momentan etwa 35 Grad in der Abendsonne. Ich muss mich beeilen, dass mein Schokokuchen nicht schmilzt und mein kalter Kaffee nicht warm wird. Jetzt schaust du aus, als hättest nur du Holz gesammelt. Du musst sagen, welcher unser Haufen ist. Dani hat nur den rechten Haufen gesammelt, Lucia und ich den linken Haufen. Es ist so schön, es geht gerade die Sonne unter. Man kann das eigentlich nicht so richtig beschreiben auf der Kamera, weil es ist so schön still. Manchmal surren die Fliegen um einen herum, aber sonst ist es eigentlich ziemlich still. Die Palmen und diese unendliche Weite, die man eigentlich gar nicht auf die Kamera irgendwie draufbringen kann. Und auch so die Stimmung hier mit diesem Flussbett da und es ist einfach so schön da. Wir kriegen jetzt noch Würstel an der Glut. Danach gibt es noch Kukuruz. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch Geduld haben. Das Feuer wärmt schön. Vor allem, es muss ja nicht so viel wärmen wie in Finnland zum Beispiel. Guten Appetit. Es ist so schön ruhig jetzt auch am Abend und die Zeit ist so schnell vergangen. Also wir sind, glaube ich, um 4 oder sowas auf dem Platz hier angekommen. Und jetzt ist es schon nach 10. Es sind so viele Sterne. Wirklich. So, und so wir haben schön. gerade das mega Bild gemacht. So schön. Ja, dann Gute Nacht, bis morgen. gute Nacht. Die Glut ist noch so warm, dass der Daniel einen Topf mit Wasser reingestellt hat und daraus können wir jetzt Tee machen. Also wirklich warm. Gerade ist jemand am Moped vorbeigekommen, hat gemeint, ja, er jagt da die Enten und hat uns auch gleich 2 Enten gezeigt, die er gerade erschossen hat. Und hat uns auch gleich zu sich zu Hause eingeladen. Er wohnt in einem Ort nahe von Tata. Das war jetzt sicher auch in Kombination mit dem Wetter einer der schönsten Schlafplätze. Und es ist wirklich, ich finde wirklich schade, dass wir diese Möglichkeit mit dem Einheimischen jetzt nicht wahrnehmen konnten, weil eben die Lucia jetzt schon in ein paar Tagen fliegt und sie unbedingt halt wegen Marokko noch in die Wüste wollte. Und wir auch jetzt nicht dann im Stress durch die Wüste fahren wollen. Und der Einheimische wollte eben, dass wir heute Abend kommen. Ja, man kann nicht alle Möglichkeiten wahrnehmen. Also wirklich eine tolle Möglichkeit gewesen. Oh, der ist ja süß. Der ist richtig süß. Hallo, kleiner Esel. Mir stört es ja gar nicht, dass dein Auto kommt. Ich will den mitnehmen. Also, ein suizitaler kleiner Esel. Wir sind jetzt wieder in Tata, wo wir schon einmal waren, weil es da so tolle Geschäfte gibt zum Einkaufen. Und es liegt sowieso am Weg. Und dann fahren wir weiter nach Rumskit. Ja, unsere Scheibenwischer haben noch ein anderes Problem, und zwar, dass der eine dann eben auf der Welle nicht gut drauf sitzt. Und ich glaube, das können wir mit einer Unterlegscheibe aber lösen. Das probieren wir jetzt mal. Eines der vielen Geschenke war das jetzt. Einen halben Dirham haben wir gezahlt. Wir haben jetzt noch Gemüse und Eier und Brot und Cola und noch mehr Popcorn eingekauft. Everybody's moving. Everybody's moving.
Ja, wir sind vorher auf der Straße gefahren, die ist recht neu und eben und trotzdem hat es auf einmal so ein metallisches Klonk und dann so ein wie wenn man über was drüber fährt gemacht und dann sind wir stehen geblieben, zurückgefahren und das lag auf der Straße. Das da ist der Schutz von unserem Dieselfilter oder Dieselwasserabscheider, eben vor Steinen oder sowas geschützt werden soll. Der Schutz ist auf einmal runtergegangen und dann sind wir noch einmal drüber gefahren. Das sieht so aus. Ja. Schau mal, vielleicht kann man es noch zurechtbiegen. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Da ist Berlin angeschrieben, also nicht offiziell, aber jemand hat es drüber gemalt. Und 7643 Kilometer. Ziemlich weit weg. Wir sind am Campingplatz angekommen. Wieder an dem, wo wir letztes Mal waren. Und die Lucia und ich werden uns jetzt an den Pool legen zum Sonnen. Das Wasser war leider viel zu kalt, um schwimmen zu gehen, aber... Der Holländer neben uns hat gesagt, es ist gefroren. Ja. Und der Campingplatz ist ziemlich cool, weil es einfach an ein Hotel angeschlossen. Und wenn man am Campingplatz steht für normale Campingplatz-Stellgebühren, kann man trotzdem den Swimmingpool benutzen. Was im Sommer ziemlich cool ist, aber jetzt ja, ziemlich wurscht. Aber gut. Schön schaut's aus. Gute Nacht. Guten Morgen vom Camping Babremal in der Nähe vom Fumskit. Heute geht es wieder zum Erkçegaga und wahrscheinlich werden wir dann 2 Nächte in der Wüste verbringen. Dann geht es wieder los in den Sand und wir freuen uns richtig. Gestern Abend waren wir schon am Campingplatz und dann ist noch ein anderes Fahrzeug angekommen und zwar dieser Reisetruck. Es ist so interessant, wie viele verschiedene so Lebensentwürfe es gibt. Und einer hat gemeint, ja, die immer zu Hause sind, die kennen halt nur das, aber die reisen, die wissen halt, wie es zu Hause und wie es beim Reisen ist und die können sich dann entscheiden. Und das fand ich ganz schön. Wohin geht's heute? Ab in die Wüste. Ja, und die 2 Deutschen aus dem Reise-LKW sind total freundlich und helfen uns jetzt, unser Teil wieder gerade zu biegen, über das wir gestern drüber gefahren sind. Es ist jetzt wirklich fast besser, als es vorher war. Und ja, Hartwig hat das wirklich, wirklich gut zurechtgebogen. Vielen, vielen Dank. Wohin sind wir gerade abgebogen? Ja, Richtung Wüste. Das war jetzt die letzte befestigte Straße für 2 Tage. Und ab jetzt wird es ruckelig und sandig und spaßig. Und schön. Ja, und schön.